an alle, die hier zuschauen. Ich war am Wochenende Geschenke einkaufen. Naja, ich habe es versucht. Ich war auch tatsächlich unterwegs, 2 Stunden in völlig überfüllten Läden. Danach habe ich entnervt aufgegeben und beschlossen, ich baue die Geschenke selbst und die werden nachher so aussehen. Dafür braucht man Mehl, Salz und Wasser, Gewürze wie zum Beispiel Pfefferkörner oder Nelken und einen Kerzenteller. Die Zutaten haben es ja schon verraten. Ich bastle mit Salzteig und dafür verknete ich 2 Teile Mehl mit einem Teil Wasser und einem Teil Salz. Ich fange mal mit den Kerzenständern an und dafür nehme ich mir ein großes Stückchen Salzteig und forme daraus eine Kugel. Die Kugel, die setze ich jetzt auf so ein Stück Pappe, damit ich die nachher bequem zum Trocknen transportieren kann. Und dann steche ich in die Mitte einen Kerzenteller rein. Für die Schale rolle ich den Salzteig auf eine ungefähre Stärke von 2 cm aus. Und lege den dann über eine Schüssel. Den Rand noch schön gerade abschneiden und dann kommen um die beiden Rohlinge noch Blüten drumherum. Und die sind total schnell und einfach gemacht, absolut mein Ding. Dafür rolle ich mir den Salzteig zu einer langen Schlange. Und die zerteile ich dann mit einem richtig scharfen Messer. Ich nehme ein Cuttermesser in ganz viele kleine Stücke. Und dann schneide ich mir dieses kleine Stück, das ist jetzt so ungefähr 1 cm lang, an der Schnittkante über Kreuz ein. Und schon habe ich 4 Blütenblätter und damit die ein bisschen echter aussehen, drücke ich die mit dem Cuttermesser platt. Und dann stecke ich in die Mitte eine Nelke rein. Und die Blüten, die werden jetzt einfach nur mit einem bisschen Wasser an der Kugel festgeklebt. Und für die Schale mache ich die Blüten einfach ein bisschen größer. Gleiches Prinzip wie bei den kleinen Blüten, nur dass man die Rolle ein bisschen dicker lässt. Und die Teigstücken nicht 2-mal, sondern 3-mal einschneidet. Und das muss jetzt gut trocknen und dazu stelle ich es jetzt auf die Heizung. Das stand jetzt für 1,5 Wochen auf der Heizung, ist jetzt gut durchgetrocknet und schön fest. Und jetzt bestreiche ich das noch mit Klarlack. Dadurch wird es Wasser abweisen. Und dann ist es fertig und kann verschenkt werden.